wo ich guten Gewissens sagen kann, das würde ich selber auch gern essen. Ey, heute ist ganz großes Kino. Ja. Gut, dann wollen wir gucken, ob das hier schmeckt. Das hatten wir eigentlich gar nicht damit gerechnet, was wir schon machen. Und Mayo und Ketchup bitte dazu. Beilagensalat. So, das umgeswitchte. Nein. Hunger. Ja. Ja. Das ist die morgendliche Arbeit. Auffüllen. Das ist mein Ressort. Aufzufüllen, was gestern weggegangen ist. Verpackungen, Getränke, ja, Lebensmittel. Ja. Und der Bernd, der ist dahinter und kocht. Okay. Also Bernd und Michael, ja? Genau, Bernd und Michael. Und wir haben noch eine Kollegin, das ist die Jutta. Die kommt heute Mittag. Das ist unsere gute Seele. Ohne die Jutta wären wir aufgeschmissen. Ja. Und sie ist am Mittwoch vor allem da. Da bin ich meistens zu Hause. Oder sie hilft, wenn viel los ist. Ja. Und wie kamt ihr beide auf die Idee? Ich gar nicht. Er hat es halt vorher gemacht. Ich kam erst seit 2020 dazu. Bernd, wie kamst du auf die Idee mit deinem Imbiss? Ich war in der Ja. Bäckerei beschäftigt und als Verkaufsleiter viel unterwegs. Und jedes Mal, wenn ich hier vorbei gefahren bin an dem Laden, war mal auf, mal zu. Also es war immer ein Wechsel hier und irgendwann habe ich mir gesagt, Mensch, das kannst du ja selber machen, weil man kann es bestimmt besser machen, ja, dass das nicht immer mal auf, mal zu ist und so weiter. Ja, und was war hier? hier war auch, vorher war auch schon Imbiss, ja, aber da haben sich halt viele probiert, da war mal ein halbes Jahr offen, ein halbes Jahr geschlossen, so. Und ich habe das immer beobachtet und irgendwann habe ich gesagt, nee, das kann man besser machen. Ja, und dann habe ich mich dafür entschieden und Das habe heißt, angefangen. den gab es zu verkaufen, also zum Übernehmen? Ja, zum Mieten halt. Also. Zum Mieten, ja. Ja. Und dann macht man das und ja, die ersten Jahre waren noch nicht einfach, bis man sich so seinen Namen gemacht hat, sage ich mal. Und ja, aber wir können nicht klagen. Okay, Viel verstehe. Arbeit. Eigentlich das Problem, mehr Arbeit, als man manchmal schaffen kann. Also, Verstehe, ja. Ja. und Problem natürlich, man könnte mehr machen, aber dann fehlen eben halt die Leute dazu. Ja, kriegst du nicht. Also, Ja, wir sind hier auch in Kleinstadt, ja. genau. Ja. Das kommt noch erschwerend dazu. Ja, ja, das ist Aber noch schwieriger. Es ist eben halt schwierig, sagen wir mal, ja, Leute zu finden, die dann auch die Arbeitszeiten und entsprechend mitmachen. Ja. Ja, das ist so unser alltäglicher Beginn am Morgen. Erstmal Kartoffeln noch ein bisschen ausschneiden und schauen,
Früher habe ich das alles selber geschält, aber das schaffe ich nicht mehr. Okay. Das, Also am Anfang. ja, am Anfang habe ich dann selber hier noch gestanden, habe Kartoffeln geschält und aber da müsste ich schon in der Nacht anfangen, damit ich es schaffe. Ja. Ja, verstehe. Ja. Ja. Deshalb greift man dann auf frische Kartoffeln, aber eben halt geschälte zurück. Ja, ihr macht um 11 Uhr, jetzt haben wir 8 Uhr. Jawohl, 11 Uhr öffnen wir. Ich werde jetzt, also wenn jetzt die Kartoffeln draufstehen, dann fange ich zum Beispiel an, die Schnitzel zu schneiden, panieren. Ja, weil die Kartoffeln kochen ja von alleine. Und dann mache ich in der Zwischenzeit Schnitzel oder je nachdem, was halt anliegt, Soße kochen. Wir machen unsere Soßen für Schnitzel, machen wir alles selber, also Champignonsauce, Paprikasauce. Ja, die will auch gekocht, das will auch gekocht sein. Also die Vorbereitungen sind halt, wenn man vieles selber macht, schon, ja, nehmen halt Zeit in Anspruch, ja, ist klar. Ja, das stimmt. Das heißt, du bist selbst Bäcker. Ich bin gelernter Konditor. Ah, okay. Ja, okay. Ja, Gelernter okay. Ja, Konditor. okay, ja, okay, verstehe. Ja, so. ja, Konditor ist schon mehr, so ja, Torten. Genau, Ja, eigentlich, schon, aber ja, jetzt ist es halt nichts Süßes geworden. Ich habe mal immer von einem eigenen Café geträumt. Ja, jetzt ist es halt unser Imbiss geworden. Ja. So ist es im Auch Leben gut, auch manchmal. gut. Ja. Ja. Er fordert auch Kunst. Genau. Ja. Ja. Ist zwar keine Torte, aber dafür sind Schnitzel, die Ja. Ja. wir möchten, wenn es schmeckt, dass es den Gästen quasi auch immer wieder genauso schmeckt. Ja? Ja. Ich habe Leute, die kommen immer mal so, wenn sie in den Urlaub fahren, bei uns vorbei und essen bei uns einen Burger und die sagen dann auch immer, der schmeckt wie immer gleich. Und das hat den Grund, dass man Rezepte macht, die immer ja, Ja, das hast du bestimmt. gleich sind. Das Genau. hast du bestimmt von Konditorei, weil da Genau, wird ja alles abgewogen. Genau, Immer, oder? genau. So, jetzt geht's weiter. Jetzt müssen wir Schnitzel machen. Das ist halt, Fleisch wäscht man halt immer ab, also spült erstmal ab, weil durch das Zerlegen natürlich irgendwelche Knochensplitter dran sein könnten. Und dann, deshalb wird das erstmal abgespült. Und das nächste ist, man arbeitet ja immer mit den Händen. Das heißt, ich spüre jetzt schon beim Abspülen, ob irgendwo noch Knochen oder sowas dran ist. Und dann wird das natürlich nochmal sauber alles abgeschnitten, bevor wir dann die Schnitzel draus schneiden. So, jetzt das erste ist dann Kontrolle, ob irgendwo noch vom Zerlegen her Knochenreste sind.
das ist diese Silberhaut, die entfernt man dann auch. Und groben. Ja. Spargel, Was ja. sich da Ja, tut. was da genau. So, dann mache ich das immer so. Dann lege ich das zur Kontrolle immer auf die Waage, damit ich ungefähr auch immer das gleiche Gewicht habe. Weil es mir ja jeder Gast möchte ja ein gleich großes Schnitzel haben und nicht mal ein großes, mal ein kleines. Deshalb machen wir das schon. Gleich groß. Genau. Das heißt, das Menü war hier vorher anders. Wie meinst du jetzt das? Vor euch, also vor euch. Also ja, Das da, Angebot, ja. Also, da war, also bevor wir das hier angefangen haben, da gab es eben halt Currywurst und Pommes. Genau. So. Und irgendwie, das ist ja auch immer alles so Entwicklungssache. Irgendwann habe ich dann mal werden relativ viele LKW-Fahrer hier auch am Anfang. Und dann war es eben halt so, wenn die regelmäßig kamen, wollten die nicht jeden Tag das gleiche essen. Ist klar, ich mag nicht 7 Tage die Woche oder 5 Tage die Woche, sagen wir mal, jedes Mal Currywurst Pommes essen. Und deshalb habe ich dann gesagt, okay, wir bringen jetzt mal Abwechslung rein. Und dann habe ich eben angefangen zu kochen. Ich meine, ich habe in der Bäckerei auch schon gekocht, weil wir hatten Filialen, die waren so wie Bistro-mäßig, also mit Mittagstisch und so. Also da habe ich mich schon ausprobieren können. Und dann habe ich eben hier angefangen zu kochen und ja, scheinbar schmeckt es ja den Leuten. ja, der letzte Stück. So. Ja. Spargel fängt auch langsam an. Also ich bin nicht aus der Gastronomie, Und sondern vom Einzelhandel. Ich war 35 Jahre beim Kaufhof, Galeria Kaufhof in Pforzheim. gibt es wirklich Kaufhof noch? Also, es ist Also selten jetzt, zu sehen. Ja. jetzt Ja. in Pforzheim ist er inzwischen zu. Ja. Also der hat, glaube ich, letztes Jahr im Januar zugemacht, obwohl das ja sehr gut gelaufen ist. Aber die Probleme wissen wir selber, warum das so war. Wir waren ein gut gehendes Haus und ja, aber wie gesagt, ich denke oft an die Zeit zurück, weil es war wirklich schön und ja, Ja, okay. dann bin ich dann hierher und am Anfang habe ich gedacht, ja, vielleicht finde ich irgendwie was Ähnliches,
Aber dann haben wir uns dann über mehr entschlossen, das größer zu machen, mehr zu kochen. Und der braucht ja Hilfe, der Bernd. Und es wurde dann von Jahr zu Jahr mehr. Früher gab es ein Wochengericht, jetzt gibt es einen Mittagstisch. Also immer wechselnder Mittagstisch. Inzwischen machen wir freitags noch Fisch, also 2 Mittagstische. Es muss jetzt schnell gehen, Ja. weil der Spargel muss jetzt abgekühlt werden. Sonst kocht er weiter. Und dann kommt er zurück in sein so Spargelwasser. Also auch noch ein bisschen abkühlen. Wenn er dann quasi nur noch lauwarm ist, dann nehmen wir ihn raus und dann kommt er. Ui. So von der Atmosphäre her im Gastraum, da werden sich dann beim Essen über die Tische hinweg unterhalten. So, weißt du, Ja, die Kommunikation ist dann eben halt. Oder mit uns. Oder mit uns natürlich. Das ja. ist das Schönste. Wenn wir mal ein Wehwehchen haben oder was, dann wird auch gefragt, wie geht's euch, wie war es beim Arzt oder so in der Richtung. Das ist dann hier alles schon Familiär. so familiär. Ja, Ist aber auch eine, wie soll ich das sagen? Du hast Stammkundschaft und gerade dann musst du auch besonders gut sein, weil die kommen ständig wieder. Und wenn Ja. was nicht in Ordnung ist, ja, was hast du denn da gemacht? Ja? Das ist was anderes, wie wenn man irgendwo so Laufkundschaft hat. Ja. Ja. Die einmal vorbeifahren und Tschüss. da und tschüss, genau, sieht man nie wieder. Aber unsere Leute kommen immer wieder, wollen immer wieder, dass es schmeckt. Das ist dann quasi für uns auch eine Herausforderung, immer gleichbleibend zu sein, beziehungsweise auch besser zu werden. Ja. Ja, das ist klar. Ja, die Schnitzel. Jetzt Schnitzel. Die müssen wir dann panieren. Um die zu panieren, haben wir da unsere Geschichte. Die müssen ja auch Ja. gewürzt werden. Paprika. Dann, dass wir noch Paprika, jawohl. Gewürzgurken, Ja, also aber kann ich nachher noch machen, oder? ja, es kann vielleicht auch auf den Nachmittag. Ja. Und Chili Cheese Soße. Oh, die müsste lang heute, oder? Nee, die ist leer. Leer? Die Chili Cheese Soße ist leer? Genau. Okay. So, jetzt habe ich da schon mal. Die ganze Gewürze.
jetzt kommt das in das Mehl. Ist das jetzt für die Schnitzel? Das ist dann für die Schnitzel, genau. Und normalerweise tust du ja das Schnitzel erst also würzen, dann in Mehl, ja, und dann in Ei und dann in Paniermehl, also Semmelströsel. Ja. Ja. So. Und man versucht sich das ja immer alles etwas einfacher zu machen. Und hier kommt auch wieder das mit dem, dass es gleich schmeckt. Und zwar habe ich jetzt hier das Gewürz, logischerweise immer gleich. Dann kommt das Gewürz, vermengen wir das und das Paniermehl. Und damit habe ich dann den Effekt, dass ich es immer gleich habe. Vom Gewürz her, ja, weil man kann ja je nach Tagesfassung, wenn man jetzt pfeffert oder Salz und das nur so per Gefühl macht, wird es ja auch wieder unterschiedlich. Ja. So. Gramm genau abgewogen. 300 Gramm, ja? 300 Gramm, genau. 300 Gramm. Und weil 150 Gramm kommen immer auf 1 Kilo Paniermehl. Also brauche ich für 2 Kilo Paniermehl. Das heißt, du hast jetzt Paniermehl mit Mehl vermischt? Das wird jetzt vermischt, genau. Okay. Also mit Paniermehl, mit etwas Mehl und Gewürzen wird vermischt. Ja, dann hat man nachher nur 2 Schritte. Genau. Ja? Dann Genau. 3, Genau. 2, ja? Genau. Ist natürlich so, muss ich ehrlich sagen, ich bin vom Kochen her nicht derjenige, der alles immer hundertprozentig fachgerecht machen muss, sondern ich gehe da anders ran. Ich sage mir, das Ergebnis muss passen und schmecken. Ja. So. Also muss ich jetzt nicht, sagen wir mal, wie jetzt eine Sterneküche, die hat ja dann, also die würden das so nie machen. Ja? Die würden das ganz so klassisch machen. Also erst würzen, erst Mehl und Ei und dann. Das will ich meinen. Ich Ja, bin dann da eben halt, sagen wir mal, praxisorientierter. Ja. Ja, und in einem Imbiss kann man ein bisschen flexibler werden. Ne? Genau, Ja. wir sind flexibel. Ja. Genau. Ich muss bloß immer mal nach den Kartoffeln schauen. Ja. So, jetzt brauchen wir ja zum Panieren noch Eier. Dadurch, dass ich sehr lange auch in München gelebt habe, Ja. machen wir ja auch ab und an solche Sachen wie zum Beispiel Schweinsbraten in Dunkelbiersoße. Kommt absolut auch hier gut an bei den Leuten. Also das mögen sie. Das Einzige, was man hier nicht mag, ist Semmelknödel. Also München ist ja Semmelknödel. Ja. Ja. Mögen sie ja nicht. Hier brauchen sie Kartoffelknödel. Ja, das ist der regionale Unterschied da. Also jeder gelernte Koch soll mir bitte nachsehen, wie ich Schnitzel paniere. Ja. Aber
Ich sag dann immer, das Ergebnis zählt, oder? Ja, das stimmt. Okay. Also wir sind jetzt in Norden, aber du hast ja jetzt auch in München gelebt. Jawohl. Und also von welchen Gegend kommst du dann? Also wo bist du geboren? Ursprünglich Ja, bin ich in Dresden geboren. in Dresden. Jawohl. Also im Osten. Genau. Okay. Genau. Ursprünglich Dresden und dann bin ich quasi mit der Wende nach München. Arbeitstechnisch, gell? Mhm. So. Und ja. Und dann bin ich hier raufgekommen vor 15 Jahren sowas. Oder kann das 16 gewesen sein. Weil ich ein gutes Angebot hatte, in einer Bäckerei als Verkaufsleiter zu arbeiten. Ja. Und dann kam mir das halt mit dem Imbiss über den Weg gelaufen und ja, dann habe ich gesagt, ich riskiere es, mache mich selbstständig. Mein Chef hatte dafür vollstes Verständnis. Dann kommt was in die rechte Beinlaufe bei dir rein. Ja, Nein. muss ich gleich mal schauen. Ja. Wie spät haben wir es denn? Moment, 9:30. Okay. Muss ich eh. Also das heißt zweimal. Einmal mal Vanillemehl, Ei und dann nochmal Vanillemehl? Ja. Also es es bleibt ja jetzt Okay. beim ersten Mal nicht viel hängen. Ja? Das ist das, wo quasi klassisch wäre der erste Gang würde ja darin bestehen im Mehl. Ja? Und dadurch, dass ich aber das Mehl ja quasi im Paniermehl mit drin habe und das Gewürz, hat das quasi einen ähnlichen Effekt halt. Das war so eine Sache, die habe ich mir so zu eigen gemacht. Ich verkaufe nur etwas, was ich auch selber gerne esse. Ja. Ja, nur das wird verkauft. Das betrifft auch jetzt nicht nur die Gerichte an sich, sondern auch die Qualität. Ja, also ich würde nur, ja, ich verkaufe nur das, wo ich guten Gewissens sagen kann, das würde ich selber auch gern essen. So, und damit ist eigentlich schon vieles gesagt. Ja, Ja, das stimmt. ja, das betrifft alles, betrifft Frische, ja. Ich klopfe die Schnitzel auch nicht, das hat aber seinen Grund, dadurch, dass ich sie, so wie ich sie halt schneide, und ich mag immer beim Schnitzel auch, sagen wir mal, ein bisschen was haben zum draufbeißen, also nicht riesendick, aber so diese ganz dünnen Schnitzel, wo du so einen Millimeter Schnitzel hat, das ist irgendwie nicht meins. So. Das ist nach eigenem Geschmack. Genau.
Mittag. Ja. Genau. Wir machen ja die Plakate selber. Wir haben zu Hause, Aha. wir haben so einen großen Drucker Ja. und machen dann die Plakate auch selber. Die ist schon vorbei, die hat schon geklingelt, die Benmarin. Okay. Die war ja schon an. Gulasch, den habe ich jetzt gestern schon gekocht, weil das mache ich immer einen Tag vorher, damit er halt gut durchzogen ist. Und jetzt brauche ich bloß noch warm werden. Und jetzt noch dann die anderen Soßen, die müssen ja auch warm werden. Kartoffeln. Und den brate ich jetzt vor und dann, wenn jemand das möchte, mache ich halt kurz den Fisch warm. Hängt einfach damit zusammen, ich kann nicht jeden Fisch einzeln frisch braten. Das mache ich nicht, weil dann muss ich ja das dort braten, wo die Schnitzel braten, und Fisch und Schnitzel zusammen braten. Nee. Ja. Das dürfen andere machen, aber ich mach's nicht. Also kommt ins Ofen. Nee, richtig auf die Bratplatte. Also Okay. wird richtig kurz gebraten. Wenn du was trinken möchtest, Vielen Dank. einfach rausnehmen aus dem Kühlschrank. Herzlichen Dank, Ja, danke schön. Habt ihr schon Kaffee getrunken, ja? Nee, ihr schon da nicht? bin ich noch nicht. Nicht dazu gekommen. Kaffee gibt's erst dann, wenn wir mit unserer Arbeit fertig sind. Okay. Und wenn wir zu langsam sind, Okay, verstehe. gibt's keinen Kaffee. Okay. Ganz Ja. einfach. Aber ich sehe schon. Meine
Und Michael, wo kommst du her? Ich komme aus Baden-Württemberg her. Aha, okay. Auch südlich. Ja, aber weiter oben wie Bayern. In der Nähe vom Schwarzwald. Aha. Ge- Genau wie die Torte, Schwarzwald. Genau. Ja. Die beste Torte der Welt. Ja. Die Schwarzwälder Kirsch. Ja. Geboren bin ich in Stuttgart. Meine Familie kommt eigentlich aus Hockenheim, da wo auch die Rennstrecke ist. Und meine Mutter ist dann mit mir nach Pforzheim gezogen, als ich klein war. Und da bin ich dann auch aufgewachsen, gearbeitet. Und dann vor 5 Jahren dann hierher gezogen. Kommt die nächste. Der kann jetzt auskühlen. Ja. So. Und es ist ja so, ich sag mir auch immer, natürlich sind, ich sage mal jetzt Pommes oder so, stehen ja unter dem Verdacht, es nicht so gesund zu sein oder so. Aber ich sag mir immer, die Menge macht doch das Gift. Ja? Wenn ich Ja, das stimmt. jeden Tag 3-mal Pommes esse, okay, das kann nicht gut sein. Aber wenn ich mir einmal die Woche im Imbiss meine Pommes hole oder meine Currywurst oder was weiß ich auch immer, ist das doch okay. Sogar auch wenn man Karotten jeden Tag isst, also zu viel Vitamin A ist auch nicht gut. Nee, ist auch nicht gut. Das ist auch solche Sachen wie, das habe ich in der Grünkohlzeit. Da gibt es wirklich welche, die sagen, ich darf jetzt nicht so viel Grünkohl essen, wegen dem Vitamin K, was da drin ist, das verdünnt ja das Blut. Ja? Okay. Und wenn du schon blutverdünnende Medikamente nimmst und dann noch zu viel Grünkohl isst, dann ist das wohl Okay. nicht gesund, nicht förderlich. Merkst du schon, da braucht man mal viel Gefühl, Ja. weil Interessant, ansonsten fällt das alles auseinander. Deshalb habe ich jetzt auch die Folie dazwischen gemacht, dass es nicht zu sehr dann aneinander hängt und auseinanderbricht. Ich hoffe mal, heute kommt noch die Sonne raus. Ja, gestern war warm oder? Gestern? Nee, Gestern war es wärmer. Wärmer. Ja, aber es war trotzdem, ja, Frisch. ja, würde ich jetzt nicht sagen, sondern eher bewölkt und ja, regnerisch. Ja, jetzt ist es ziemlich sehr Ja. frisch, oder? Genau. Wir sind zwar in den Pullis, aber ist schon richtig Ja, frisch. also wir hatten ja jetzt die ganze Zeit so tolles Wetter, Ja. aber es soll ja wieder besser werden. Ist Ja. April, der macht was er will. Ja, das stimmt. So, jetzt muss ich bloß mal probieren. Etwas weißer Pfeffer noch. Und ich brauche noch etwas Zitrone. Wer wird das überhaupt in Konditorei abgeschmeckt? Was schwer nachher, dort ist fertig. Nee, in der Regel nicht. Nein. Gar nicht, oder? Nein, weil du hast ja dein Rezept. Du hast dein Rezept, dann hältst du dich akkurat dran. Aber der Witz ist, gibst du 10 Konditoren das gleiche Rezept, hast du 10 verschiedene Ergebnisse.
weil jeder irgendwas anders macht oder im Ablauf oder in der Verarbeitung und Ja. obwohl trotz gleichen Rezept, also so haben wir immer unseren Spaß drüber gemacht. Gell? Dann haben wir die Kräuter Hollandaise Zum Fisch. für den Fisch. Ja. Und normale Hollandaise für den Spargel. Ich habe jetzt ein bisschen ein Platzproblem mit der Hollandaise von Spargel. Da muss man dann schauen, wie man das am besten macht. Das Mittagstisch wechselt sich immer ab. Ja, genau. Wir haben da immer unser auch schon die Vorschau, beziehungsweise wir machen dann hier immer solche Flyer. So Ah, zum okay. Beispiel. Vom 28.04. bis 2. Das für nächste Mai. Woche, genau, steht auch bei Facebook immer drin. Ja, und für die kommende Woche zeigen wir dann auch immer gleich an auf Facebook. Beziehungsweise du machst es ja bei Google rein, gell, Bernd? Ja. Zweimal. Habt ihr auch hier was im Laden verändert? So also im Inneren? Er hat eigentlich alles verändert. Alles? Ja, er hat dann nach und nach dann die Möbel reingemacht. Das hat er dann reingemacht teilweise. Ja, das ist auch alles. Ich weiß nicht, wie hat es vorher ausgesehen? Ach, das war ganz anders vorher. Da war nur so in der Mitte so ein Stehtisch und ringsrum so einen Board, weißt du, wo man sich hinstellen kann. Also war nichts zum Sitzen. Ja, das habe ich dann halt erst alles so nach und nach gemacht. Hast du unseren Palmengarten gesehen? Ja, habe ich, toll. Ja. Also so das Sommergarten, neue, ja. das neue Highlight. Ja. Ein paar Artikel, die sind für die Ewigkeit. Das ist Wie die Schnitzel und Currywurst. Cheeseburger und Currywurst. Genau. Ja. Ja, aber das andere wechseln und auch bei den Mittagstischen, dann wechseln wir ja auch oder probieren aus. Ja, gerade wie jetzt das Rotbarschfilet, das haben wir heute das erste Mal. Ja, toll. Wir haben doch letzte Woche, oder wann war das mit der Ente? Ente, Ja, die haben es ja uns Die war aus den Händen eine halbe gerissen. Stunde nach Ladenöffnung war alles ausverkauft, weil so viel Ente. Ente, ja. Da hatten wir Entenbrustfilet mit Rotkohl und also selbstgemachten Rotkohl von frischen Köpfen und mit Knödel, Kartoffelknödel auch selber gemacht. Da riefen jetzt am Tag zuvor, am Nachmittag noch so viele an und haben vorreserviert, dass wir am nächsten Tag, an dem Freitag, am Donnerstag war das, quasi da standen und eine halbe Stunde nach der Ladenöffnung den Leuten schon sagen mussten, gibt nichts mehr, haben wir nicht mehr. Ja, weil das ist ein Gericht, das kann ich nicht auf die Schnelle mal eben nachkochen, geht nicht. Weil Rotkohl macht man einen Tag vorher, der braucht quasi die Zeit, um durchzuziehen und dann richtig zu schmecken. Die Ente muss ich auch einen Tag vorher machen. Ja, also ging dann halt nicht. Ist zwar schade, aber das nächste Mal wissen wir müssen mehr machen. Und es hat natürlich dann auch wieder, das kann auch umkippen, dass man dann sagt, man macht so viel mehr, dass einem dann was übrig bleibt. Hallo! Mahlzeit. Ja, mit der Pflanze, gell? So. Und Spargelfleisch.
gucke gerade mal wegen der Uhrzeit, weil wir schon so viel Vorbestellungen haben. Für 12? Ja, du kannst es nicht 12. Okay, bis dann. Tschüss. Bitteschön. Tschüss. Guten Appetit. Tschüss. Weiß. Genau, einmal die Fisch und einmal der Spargel. 19,40 wieder. Den Rest packen wir wieder ein. Ne? Ja. Wie ist denn das Montag? Wann haben sie geöffnet? Ach, Montag ist zu? Nee, Montag ist geöffnet. Nee, Montag in der Woche. Donnerstag ist ein Feiertag, da haben wir dann zu, genau. Ja. So. Ja, ich muss dann erstmal. Ja, Ich ja. müsste jetzt mal dann wissen von dir, wie viel insgesamt bestellt sind. Und dann. Insgesamt dann. Ja, jetzt dann noch quasi. Weil dann kann ich mal durchzählen. Also komplett alles, auch was vorbestellt war. Das, was jetzt alles bestellt ist. Wie viel wir jetzt brauchen. Ja, ich gucke jetzt gerade mal. Fisch kommt, glaube ich, noch da. Ja, Mann. Hallo, Partner. Ja, ich denke mal, heute wird alles weggehen, ne? Ha? Heute wird alles weggehen. Ja, das Problem ist, wir haben gestern so viel gehabt, dass wir jetzt weniger haben, wie wir eigentlich gedacht haben. Okay. Ja, Gestern viel weggegangen. Genau. weil gestern haben sie wirklich die Bude eingerannt und das hatten wir eigentlich gar nicht damit gerechnet, was gestern los war. Oder machen wir das? Himmel 64 Bünert, hallo? Hallo, was darf denn sein? So haben wir den Fisch mit Pommes. Ja. 12, ich schaue gerade nach. Bernd haben wir dann einen Fisch, 2 Fisch dazu nehmen. Da haben wir einen Spargel klein, einen Fisch. Oder Mache Viertel nach 12. um Viertel nach 12. Okay, danke, tschüss. Der Klassiker. Also Fisch ist verkauft. Genau. Innerhalb von 30 Minuten ist der Fisch weg. Ja, Vorbestellt. vorbestellt, ja, genau, für den ganzen Tag. Ja, und jetzt Und jetzt Schnitzel. gibt es dann wieder unser Klassiker, Hausgemachte Schnitzel. Schnitzel, normales Schnitzel für 9 Euro, Ja. hausgemachte Schnitzel, mit 2 Schnitzel 12,20 Euro, mit Soße, Champignonsauce oder Paprikasauce. Wie viele Portionen gab das also von Fisch? 30, 40? 30 Portionen? 30, ja. Also beim nächsten Mal 90. Das nächste Mal gehe ich angeln. Nee, ist schon aus, ist alles vorbestellt. Das war so eine Nachfrage. Einmal bitte. Normal Tasse oder groß? Hallo. Gulasch normal oder Groß. groß? Einmal Gulasch. Ja, aber so war es halt gestern, weil wir dachten, oh, heute wird es
ruhiger. Viel Spannend. Das war, weiß ich halt selber, was dann bei dir los war. Ab 4. So, dein Essen ist fertig. Danke. So, dann habt einen guten Appetit. Dankeschön. Nicht mehr da, meine Zauber stellt, ja. Gulasch oder Gulasch? Klein. Klein? Ah. Ist er gelaufen oder gefahren? Ach, ist der Auto wieder kaputt. Okay. Tschüss. Ja. Schauen wir noch. Schnitzel. Oh, jetzt komme ich auch noch aufs Bild. wa? Ja, ja, heute ist großes Kino. Ey, heute ist ganz großes Kino. Ja, Sehr ja. Gut, dann wollen wir gucken, ob das hier schmeckt. Ja, auf jeden Fall. Okay. Ja. Ja. Fisch ist weg. Ausverkauft. Ja, Kein Fisch mehr. Ja, Fisch. Fisch brauchen wir nicht. Wir brauchen Fleisch. Okay. Auch gut. Gibt's leckere Schnitzel? Leckere Schnitzel. Ja, auf alle Fälle. Werde ich jetzt auch essen. Ist ein bisschen schärfer, ja? Also. Ja. Traum die Cheese-Soße. Ja? Ja, die ist ein Traum. Traum. Ja, dann den werde ich nachher probieren auch. Ja, also auf alle Fälle. Das muss. Okay. Must, okay. Sehr Ja, das gut. ist ein Must-have. Sehr gut. Ich bin das gerade ab. Kleine Portion. Ja. Dann Ein bisschen hier, ja. ja, das mit den kleinen Portionen, das haben wir halt angefangen für unsere Seniors, bei denen doch diese Ich war den einen Tag natürlich auch mal da und da war natürlich. LKW-Fahrerportion zu viel ist. Und deshalb haben wir dann irgendwann mal begonnen, das anzubieten, dass man auch eine kleine Portion hat. Obwohl für manche wäre das eine normale Portion. Oder? Ja. So, kleiner Gulasch. Und dann habt einen guten Appetit. Danke. Hol ich den Spargel. Ja, wie habt ihr Herr? Schnitzel oder Gulasch? Gulasch kleine oder normale Portion? Genau. Und wir essen? Wie bitte? Ja. 10 Leute sich bitte. Guten Appetit. Dankeschön. Guten Hunger.
Ja, danke. So, das wird jetzt die normale Portion. Ja. So, Männerportion? Ja, Schon, oder? Ja, herrlich. So, dann guten Appetit. Guten Appetit. Ach, da ist das Besteck. Ja, Mensch, komme ich noch ins Fernsehen. wa? Wunderbar. Nur Fleisch. Sehr gut. Deswegen komme ich ja hierher, weil es gut schmeckt. Mayo und Ich bin begeistert hier. Ich schaffe das gar nicht. Super, super. Cola. Habt ihr schon öfter gehört, dass das hier gut ist? Und denke, jetzt muss ich aber mal probieren. Ist gleich fertig. 1980 bitte. Guten Hunger? Jawohl, danke schön. Burger? Was für einer? Ein Cheeseburger. Cheeseburger. Mhm. Das Snackdressing. Die Gurken drauf. Salat. Ja. Oder das normale Kartoffelschau. Standard. Schnitzel haben wir auch da, ja. Mit Champignonsauce oder wir haben mit Paprikasauce. Und das normale mit Paprikasauce. Ja, okay, das kann man machen, ja. Und gerade mal wegen Uhrzeit. Das wird eigentlich so. Schnitzel, Champignonsauce mit Kroketten, das zweimal. Okay, dann fertig. Danke.
Wollt ihr auch eine Soße drauf? Ja. Welche denn? Pfeffersauce. Wie bitte? Wir haben diese Soße, aber jetzt zwei. Paprikasauce, Champignonsauce. Champignonsauce. Und Pommes. Und dazu noch eine Zero. Okay. Wenn dann 15,70 €. Also bitte. 3 Spargelteller und kein Burger, oder? Ja. Ja, auch ohne. Immer so 2 Kellen Tomate drauf. Ne? Schmeckt es den Heavy Metal Freund? Super. Ja, sehr gut. Sehr gut. Fährst du auch dieses Jahr hin? Ja. Ja? Ah, ja, du hast ja auch Guns N' Roses erwähnt, also ja, okay. Ticket 200 € mehr? 300. 300 €? Ja, das ist. Aber dafür eine ganze Woche Festival, also. 3 Tage. So eine Woche. 3 Tage sind das, oder? Naja, also Campingplatz macht schon eine ganze Woche vorher auf und dann okay. gibt es so Mini-Events, aber. Ja, ja, das stimmt. Ja, okay. Für den Bürger, ja? Ja. Hier ist das immer so zusammen. Kleiner Gulasch, gell? Ja, kleiner. Der Hamburger ist fertig, ja. Hallo. Ja, welche? Das ist jetzt die kleine Portion. Mhm. Für nur 9,50 €. Ja.
Euer Essen ist fertig. Jawohl, prima. Zweimal Fragen. Guten Hunger. Weißt du, welches, Dankeschön. welches ist? Ich nehme das. Das ist das Hähnchen. Ja, richtig. Da sind noch viele dran. Ja. Ja, Beilagensalat. So, das umgeswitchte. Nein, das haben wir nicht. Guten Hunger. Wir haben einen Nudelsalat. Das ist doch nur eine Portion. Jawohl. Das ist ja hier. So, einmal das Gulasch. War mir zu schnell. Ich tue es nochmal zurück. Gut, das will. Danke. Guten Hunger. Guten Appetit. So, guten Appetit. So, ich habe die erste Gutschrift hierher geholt. Ah, ja. Das ist der Herr wieder. Ich möchte hier essen und ich trinke einfach. Guckst du mal ganz in Ruhe. Ah, Sie wissen schon, okay. Wie bitte? Hähnchen und Pommes. So. Die Pommes. Und den Beilagensalat. Schön. Fleischwurzel mit Pommes. Also das rote Schnitzel. Ja. Zweimal. Ja, ich nehme es so ruhig. Kannst du mal gucken mit dem zweiten. Was zweifelst du denn? Ich will dich ja kriegen, aber leider Das kann man nicht, das kannst du nicht bezahlen. kann ich mir nicht leisten. Sind Sie Koch? Nein. Nee. Hobbykoch. Hobbykoch. Und ja, auch ein bisschen ausgefallener und versuche ein bisschen was anderes zu machen. Okay. Aber obwohl eine Gemüsesuppe kriege ich auch gut hin. Okay. Ja, der Spargel war gut. Ja, Die Saison ist gut gestartet. War von einem glücklichen Spargeltier. Das war der glückliche Spargel. Ja. Nächste Ja. Woche sind wir ein paar Tage weg. Ja, dann wir sind gerade zwischen Ahnen, wo wir ein bisschen Fahrrad fahren. Genau, da habt ihr recht. Dann habt ihr Vielleicht Urlaub. Freitag noch. Ja, danke. Euch schönes Wochenende. Ne? Genau, dann, So. dann fahr schön Fahrrad, dann kannst du auch Ja. mit dem Schnitzel leisten. Ja, ich muss jetzt bei den nächsten Schnitzel was machen. Macht es gut. Also, Ja, ihr auch, gell? Ja. viel Spaß. Tschüss. €5,30 bitte. Ja, es geht alles zusammen. Ja. Genau.
herzlichen Dank. Ja, dein Essen. Ja, herzlichen Dank. Also, nehme ich den Tisch hier.